Ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Food Diary. Ich habe wieder 2 Tage lang mitgefilmt, was ich gegessen habe, und ich habe euch auch die Rezepte mitgefilmt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Wir legen los mit Frühstück an Tag 1. Und da musste dieser Joghurt ganz dringend weg. Außerdem hatten wir auch noch 2 Pfirsiche im Kühlschrank, die auch dringend gegessen werden mussten. Deswegen habe ich das alles zusammen verwertet. Deswegen gab es an diesem Morgen Joghurt mit Honig gesüßt und 2 Pfirsichen reingeschnibbelt. Außerdem noch Haferflocken dazu und Leinsamen mache ich mir da ganz gerne rein. Ja, recht unspektakulär, aber das war halt die Resteverwertung an diesem Morgen und trotzdem sehr lecker, muss man sagen. An diesem Tag war Drehtag bei mir und da bin ich dann mittags immer total ausgehungert und deswegen habe ich mir da Brötchen gemacht. Ich habe mir 2 Brötchen aufgebacken und während die dann im Backofen vor sich hin backen, hat unser neuer Hausbewohner hier den Boden ein bisschen sauber gemacht. Große Empfehlung übrigens. Die Brötchen habe ich dann mit Heringssalat gegessen, den ich wirklich unfassbar lecker finde und total gerne esse. Und außerdem haben wir auch noch Kräuterbutter, die weg muss. Ja, ihr seht, wir essen so ein bisschen Reste gerade. Deswegen gab es an dem Tag ein Brötchen mit Heringssalat und ein Brötchen mit Kräuterbutter und ein bisschen Gouda obendrauf. Was ich im Moment auch ohne Ende essen könnte, sind Oliven und deswegen habe ich mir dann noch 2 dazu gelegt auf den Teller und das sind aber Oliven, die super scharf eingelegt sind, irgendwie mit so Chili. Da kann man nicht viel von essen auf einmal, weil die echt richtig, richtig scharf sind, aber sehr lecker. Und das war mein Mittagessen an diesem Tag. Wenn ihr schon mal ein Food Diary von mir gesehen habt, dann wisst ihr vielleicht, nachmittags ist bei mir dann immer noch mal Zeit für einen Kaffee. Und was ich im Moment ganz gerne mache, ist, dass ich mir einen Karamellkaffee mache. Ich habe mir so einen Karamellsirup gekauft und den trinke ich ganz gerne mit Hafermilch. Ich finde, das ist eine ganz leckere Mischung. Ich mache ein bisschen von dem Sirup in die Tasse, gieße das mit der Hafermilch auf und dann kommt der Kaffee da drauf und das ist sehr, sehr lecker. Und das ist eine riesige Tasse. Ich weiß nicht, ob man es da erkennt. Die Tasse ist fast so groß wie mein Kopf. Aber das war auch ganz dringend nötig. Abends gab es dann die berühmt-berüchtigte Linsenbowl, von der ich gefühlt schon 10.000 Mal hier auf diesem Kanal gesprochen habe, aber sie ist einfach so lecker und deswegen werde ich nicht müde, sie zu empfehlen. Was man dafür braucht, sind Linsen. Ich nehme meistens Berglinsen, außerdem geröstete Cashews, Feta, Cranberries, eine Avocado, eine Zitrone und Olivenöl und natürlich ein bisschen Salz. Und es ist einfach so simpel. Erstmal die ganzen Zutaten, also den Feta klein schneiden und die Avocado schneiden und parallel dazu die Linsen kochen nach Packungsanweisung. Allerdings ungesalzen, also ich salze die immer erst, wenn die gekocht sind und dann lasse ich die auch ein bisschen abkühlen. Also die Linsenbowl schmeckt sowohl warm als auch kalt, also mit warmen oder kalten Linsen. Ich esse es am liebsten lauwarm. In eine Schüssel kommt dann ein bisschen von den Linsen rein und dann kommt da Zitronensaft drüber und Olivenöl. Das gut mischen und wenn man dann noch nicht gesalzen hat, dann zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall die Linsen salzen. Und dann toppt man das einfach mit den restlichen Zutaten. Das heißt Feta obendrauf, Avocado obendrauf, Cashews obendrauf und dann zum Schluss noch die getrockneten Cranberries. Und ich sage es immer wieder, die Mischung klingt im ersten Moment vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber insgesamt alles zusammen schmeckt einfach richtig lecker und es macht vor allem extrem satt. Ich habe davon jetzt so 1,5 Portionen gegessen, also eine große Portion, die ich mir dazu bereitet habe und dann nochmal eine zweite kleinere Portion. An diesem Abend hat die Einschlafbegleitung mal wieder ziemlich lang gedauert. Deswegen war es Zeit für ein Glas Wein, als ich aus dem Zimmer von meinem Sohn rauskam. Ein Glas Roséwein und dazu gab es die Reste einer Birne von meinem Sohn.
Tag 2, ich versuche den morgen ja immer mit einem Glas oder mit einem großen Glas Wasser zu starten. Ich denke da nicht immer dran, aber an dem Tag habe ich tatsächlich mal dran gedacht. Und dann gab es zum Frühstück, Überraschung, Brötchen. Wir haben ziemlich viele Avocados aus Versehen gekauft beim letzten Wocheneinkauf. Diesen Food Haul habe ich euch auch abgedreht und deswegen musste diese Avocado verwertet werden. Außerdem haben wir auch immer noch einen Rest von dem Heringssalat, der auch langsam mal weg muss. Deswegen habe ich mir Brötchen gemacht, auch hier wieder 2 Hälften mit Heringssalat und die anderen 2 Hälften mit Avocado und auf eine Hälfte habe ich dann noch ein Spiegelei drauf gemacht und ich toppe das immer ganz gerne mit dem Avocado-Topping-Gewürz von Just Spices. Dazu gab es natürlich einen Kaffee. Das hat mich extremst satt gemacht und auch echt lange satt gehalten. Mittags war mir daher nicht nach einer großen Mahlzeit und ich habe mir deswegen einfach ein bisschen Obst klein geschnibbelt und mit Joghurt gegessen, mit Sojajoghurt. Und dann habe ich da auch noch ein paar geröstete Cashews hinterher drauf gegeben und das hat mir auch wirklich absolut gereicht. Das war sehr lecker. Ich habe da Apfel reingeschnitten und Birne, nicht komplett jeweils, sondern ungefähr die Hälfte. Aber ja, das war dann ein sehr leckeres Mittagessen oder ein Mittagssnack, sagen wir mal so. Abends gab es dann Makloub. Das ist ein tunesisches Gericht, von dem ich im letzten Food Haul schon gesprochen habe. Das ist das ist so ein tunesisches Streetfood, kann man sagen. Im Prinzip ist es ein Sandwich, bei dem man den Teig auch selber macht. Und ihr seht hier die Zutaten für den Teig. Dafür braucht man 500 Gramm Mehl, ein Päckchen Hefe, 300 bis 350 Milliliter Milch, 2 Esslöffel Olivenöl, 1 Esslöffel Zucker, ich hatte nur noch Puderzucker da und Salz. Genau. Und ich habe das selber noch nicht häufig gemacht, davor erst einmal und deswegen fehlt mir auch noch so ein bisschen die Übung und es hat auch nicht so hundertprozentig gut geklappt, der Teig, also es geht um den Teig. Aber trotzdem habe ich es ja gegessen an dem Tag, deswegen seht ihr das trotzdem. Ich habe das Ganze auch nach einer Anleitung auf YouTube gemacht und also es ist nicht mein Rezept. Aber was ich hier gemacht habe, erstmal die Hefe in die Schüssel und den Zucker dazu und dann ungefähr die Hälfte von der warmen Milch dazu gegeben. Das Ganze miteinander verrührt, dass sich das so ein bisschen vermischt und dann wird das erstmal 10 Minuten stehen gelassen, damit die Hefe schon mal so ein bisschen arbeiten kann und dann kommt das Olivenöl dazu und nach gibt man dann das Mehl dazu. Das verknetet dann alles und dann die restliche Milch dazu. Bei der Milch muss man halt so ein bisschen gucken, ob man vielleicht auch ein bisschen mehr braucht, ob man jetzt eher die 350 oder die 300 Milliliter braucht. Muss man dann hinterher gucken, wie der Teig aussieht. Ich hatte jetzt 300 Milliliter genutzt. Und dann kommt natürlich auch noch das Salz in den Teig. Es wird halt alles verknetet und dann auch noch mal eine Stunde ruhen gelassen. Nach der Stunde ist der Teig schön aufgegangen und während der Teig geht, habe ich mich dann schon mal um das Innere des Sandwiches gekümmert und alles klein geschnitten. Ich habe grünen Salat genommen, Gurke, Paprika, Möhren geraspelt und mein Mann hatte sich gewünscht, dass wir da so ein bisschen Hähnchen reinmachen. Das Hähnchen habe ich gewürfelt und mit Kurkuma und ein bisschen Thymian angebraten in Olivenöl. Und dann kommt noch Reibekäse dazu und ein tunesischer Salat, nennt sich Slata Meshweya. Der ist sehr scharf, muss man dazu sagen. Das ist so ein Salat aus sehr scharfem Paprika. Schmeckt sehr lecker, aber wie gesagt, sehr scharf. Und als Soße kommt dann auch noch Mayo da rein. Ist der Teig fertig, dann wird das zu kleinen Fladen ausgerollt. Also ein Stückchen abmachen und rund am besten ausrollen, so dünn wie möglich. Und dann kommt das auf ein Backblech. Auf den rohen Teig, ganz wichtig, auf den rohen Teig kommt dann das Fleisch und der Käse drauf. Und dann kommt das nämlich in den Ofen. Und da fing es dann bei uns an, dass es so ein bisschen problematisch wurde, weil nach Rezept, nachdem wir das gemacht haben, sollte es bei 200 Grad für 15 Minuten in den Ofen. Allerdings war das bei uns beim ersten Versuch schon nach 5 Minuten so dunkel,
Ja, dass man das, und so hart auch eigentlich, dass man das gar nicht mehr richtig knicken konnte, dieses Sandwich. Also es war nicht schön weich, das Brot. Deswegen, ja, mussten wir mit der Zeit so ein bisschen rumprobieren. Aber wie gesagt, eigentlich 15 Minuten bei 200 Grad. Und wenn das Ganze dann gebacken ist, dann wirft das halt auch so schön, so ein bisschen wie so eine Pizza ist das. Und dann kommt die Mayo da drauf und Salate Meshwaya, dann wird das miteinander vermischt und ja, darauf verteilt. Und dann kommt der restliche Salat einfach da rein. Und dann klappt man das eigentlich einfach in der Mitte zusammen und dann kann man das ganz wunderbar essen, wenn denn das Brot dann auch richtig mitmacht. Also wie gesagt, bei uns, vielleicht war es auch zu dünn ausgerollt, ich weiß es nicht, es hat nicht so richtig geklappt beim nächsten Mal. Ich werde noch mal weiter testen. Aber im Prinzip ist das super lecker und auch sehr sättigend. Also so ein Sandwich hat mir wirklich komplett gereicht an dem Abend. Aber nachdem dann der Kleine im Bett war, hatte ich dann doch noch Hunger auf was Süßes. Und wir hatten noch einen Rest Grießbrei im Kühlschrank. Das war eigentlich so eine Fertigmischung von Mondamin oder so zum Selbstanrühren, Grießbrei, den sich ja, mein Sohn vor ein paar Tagen gewünscht hat. Und ich habe so ein paar tiefgefrorene Beeren, das waren Beerenmix, Himbeeren und Heidelbeeren, hatte ich mir so ein bisschen in der Mikrowelle angewärmt und da drauf gegeben. Und damit bin ich in den Feierabend gestartet. Das war das Food Diary für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann!